Ihr bekommt heute von meiner Omi die Geheimtipps, die sonst nur ich von ihr bekomme, mit dem das nächste Backen richtig gut wird. Hi, ich bin Sibel. Ich bin Susanne. Und ich backe heute mit meiner Zwillingsschwester Esra, meiner Omi und Mama. Und wir machen heute Ustipke. Wir backen heute mit meiner Oma und meiner Mama Plätzchen, und zwar Marzipan-Heidesand. Das Gebäck Ustipke, das kommt aus unserer Heimat. Das ist heutzutage Serbien. Das Rezept stammt von meinem Mann. Er war leidenschaftlicher Bäcker und Koch. Und das ist ein Gebäck, mit dem wir aufgewachsen sind. Heimat bedeutet für mich alles. Da, wo meine Familie ist und wo mein Zuhause jetzt ist. Yes. Hier im ländlichen, auf dem Dorf, das ist einfach Heimat für mich. Für unsere Ustipke brauchen wir Naturjoghurt, Milch, Zucker, Mineralwasser, ein Ei, Backpulver, Vanille, Zucker und 600 Gramm Mehl. Übrigens findet ihr das ganze Rezept unter dem Video in der Description. Wir fangen an mit 100 Gramm Marzipanrohmasse, Mehl, kalte Butter, Puderzucker, 2 Eigelb, Zucker, Pistazie, Vanillezucker. Solltet ihr keinen weißen Zucker im Haus haben, dann kann man auch sehr schön den Braunzucker nehmen. Der bringt noch eine Karamellnote rein. Das Wort kann jetzt losgehen. Das wichtigste Küchenutensil beim Backen sind die Hände. So, was machen wir als erstes? Zuerst nehmen wir dann ein Ei, Ein Ei. dann nehmen wir den Joghurt. Also beim Backen übernimmt den Hauptpart meine Oma. Was kommt jetzt als nächstes? Milch, halbe Tasse Wasser, Und wir sind daneben. Also wir unterstützen sie eher mental als physisch. Dafür sind wir da. jetzt nehmen wir den Vanillezucker und Zucker rein. So. Und jetzt Mehl und Backpulver. So. Ich würde meine Familie sehr chaotisch beschreiben, laut, aber sehr, sehr herzlich und liebevoll. Das stimmt. Wenn du mehr Inspiration für deinen Alltag suchst, Abonniere den Kanal. Also wir beginnen mit dem Mehl. So, dann nimmst du den Vanillezucker. Puderzucker nimmst du nochmal Sieb. Bevor die nassen Zutaten dazu kommen, tun wir noch mal eine Prise Salz dazu, um zu verhindern, dass der Teig klumpt. Dann noch die Butter reinschneiden. Der nächste Schritt ist jetzt, das Marzipan in den Teig zu reiben. Der muss möglichst kalt sein, weil sonst klebt es am Eisen. Die führende Hand beim Backen hat immer die Mutti. Die ist da einfach schon am besten bewandelt über die Jahre. Ich übernehme dann gerne das Plätzchen ausstechen und dekorieren und das Essen. So, und wer hat jetzt Lust zum Kneten? Ich bin ja einmal schon eingesaut. Kannst du es auch machen. Ja. welche Konsistenz muss der Teig denn haben? Was würdest du sagen? Ein bisschen dicker muss das noch sein. Dass der nicht ganz so klebt? Ja. Also wir backen eher aus dem Herzen als nach Rezept. Wir haben keine Milliliterangaben, sondern eher Tassen zum Beispiel, weil dieses Rezept tatsächlich von Uroma an Oma, an Mama und an uns weitergegeben wurde. Jetzt kannst du das machen. Hier. Okay. Das sieht gut aus, Esra, als wenn du es jeden Tag Ja, machst. echt ganz, ganz professionell. Wow. Es wird langsam. Also auf jeden Fall muss der Teig erst noch mal in den Kühlschrank, damit er dann besser sich ausrollen lässt und dass er eben nicht so klebt. Als nächstes trennen wir die Eier vom Eiweiß. Wenn ihr keine gehackten Pistazien gekauft habt, könnt ihr die ganzen auch in einer Zellophantüte reinschütten und dann mit dem Fleischklopfer in die gewünschte Größe zerklopfen. Ansonsten lieber doch gehackte kaufen. Genau. Als nächstes kommen 4 Löffel Zucker und die Pistazien zusammen. Und das ist dann sozusagen die Hülle für die Teigrollen. Und welches Geheimrezept gibt es bei dir in der Familie? Schreib's in die Kommentare. So, der Teig ist ja jetzt Sieht doch richtig aus wie ein fest. Profi. Und der nächste Schritt jetzt, Mama? Rollen.
Mit Nudelholz. Ja. Was machst du jetzt mit dem Teig? Ich schneide die Hälfte. Ja. Du machst also zwei verschiedene Formen. Einmal Ja. möchtest du rund ausstechen, einmal rechteckig. Okay. Okay. Genau. Was brauchen wir dann Oh, eine jetzt? Pfanne. Also wir wollen jetzt frittieren und da wir keine Fritteuse haben, machen wir es in der Pfanne mit Öl. Ganz einfach. Es muss ja frittiert werden, es muss ja da drin schwimmen. Schwimmen, genau. Wenn ihr wissen wollt, ob das Fett heiß genug ist, dann gibt es einen tollen Tipp von meiner Oma. Und zwar, Holzlöffel. also man packt den Holzlöffel so rein, wie meine Ja. Oma das gerade macht. Und wenn es heiß genug ist, dann kommen kleine Bläschen an Holzlöffel. Ja. Als nächstes pinseln wir jetzt die Teigrollen ein mit Eigelb und dann wird das hier drin gerollt. Dann sind wir jetzt soweit. Wir bereiten die Bleche vor, schneiden die Teigrollen in einen halben Zentimeter dicke Scheiben und dann kann es schon für 10 bis 15 Minuten in den Ofen. Jetzt Puderzucker. Boah, die sieht ja toll aus. Oh, das duftet. Und, was denkst du? Sie riechen schon mal sehr gut. Die sind ein bisschen dunkel geworden am Rand, aber die sehen sehr gut aus. Ich bin zufrieden, oder? Das sieht sehr gut Ja, aus. ich auch. Ich finde vor allem, Ja. die sehen gut aus, die Runden. Und dann haben wir das alle zusammen gemacht. Ja. Das ist das Schönste, ne? Ja. Backen kommt nie aus der Mode, weil das einen zusammenbringt. Dass man sich schön unterhalten kann. Man hat immer das Gefühl, dass es für einen ist. Und das macht immer viel Spaß. Meine Familie ist dasselbe wie die Heimat. Ich möchte sie nie vermissen. Mein ganzes Leben werde ich auch immer, solange wie ich lebe, für meine Familie da sein. Dieses Rezept wäre zu einem Anlass wie zum Beispiel ganz normalen Sonntags zum Frühstück oder jetzt zur Adventszeit. Also für Feierlichkeiten ganz Ja. speziell. Und dann sich schmecken lassen. Ich finde sie sehr gut. Schmecken gut. Oh, die sind richtig fluffig geworden, ne? Nicht zu süß und nicht zu fettig. Haben wir gut hingekriegt. Ich finde auch, das haben wir gut gemacht. Für mich ist das Besondere, wenn meine Familie sich freut, wenn die essen.